Hallo ihr Lieben, heute kommt endlich das Video zu unserer Rote Sterne Beförderungsgrafik. Rote Sterne. Sie erhöhen die Lebenspunkte, den Schaden, die Rüstung, den Fokus und den Widerstand. Bei einem roten Stern um 5%, bei 5 schon 50 und bei 7 roten Sternen ganze 100%. Deshalb sind sie sehr wichtig und auch oft entscheidend für den Sieg. Wir haben vor kurzem eine Grafik veröffentlicht, die euch zeigen soll, für welche Charaktere es sich lohnt, Silber- und Gold-Beförderungsgeld auszugeben. Dazu kamen einige Fragen und die möchte ich in diesem Video beantworten. Wir haben uns auf die gesamte Spiellaufzeit fokussiert. Das bedeutet, dass Spieleinsteiger natürlich andere Charaktere befördern sollten, als Spieler, die von Anfang an dabei sind. Auch sollte euch klar sein, dass es schön ist, Charaktere auf 7 rote Sterne zu haben, aber im Zeitvergleich bringt es oftmals weniger, als 2 Charaktere auf 6 rote Sterne zu haben. Wenn du das Spiel normal aktiv spielst, bekommst du jede Woche mehrere rote Sterne-Orbs, quasi geschenkt, und in der Regel ist es auch nicht notwendig, alle hier gezeigten Charaktere tatsächlich zu befördern, mit Beförderungsgeld. Beförderungsgeld Silber und Gold ist die am schwersten zu erhaltene Währung im Spiel, deswegen sollte sie wirklich mit Bedacht eingesetzt werden. Und bevor wir jetzt anfangen, habe ich noch einen Hinweis. Es sollte immer auf das gesamte Team geschaut werden. Sind die Charaktere in einem Team unterschiedlich stark, zum Beispiel haben 1 oder 2 Charaktere eine geringe Anzahl an gelben Sternen, lohnt es sich oft nicht, einen einzelnen Charakter zu befördern. Also auch wenn der hier auf der Liste ist, es bringt nur was, wenn alle Charaktere vom Level, Grad der Ausrüstung, Anzahl der gelben und roten Sterne ausgeglichen ist und dies ein Team ist, was ihr zum Wohl der Allianz und eurem Vorteil täglich mehrfach einsetzt. Wir fangen mit den Symbionten an. Die Symbionten sind das erste erreichbare Team, für die sich das Beförderungsgeld lohnt. Sie sind überall einsetzbar, im Krieg, im Ultimus, Doom oder Greek Raid. Das ist wirklich ein Top-Team, von Anfang bis zum Ende. Wir empfehlen 5 rote Sterne, um einen Großteil des Spiels sehr effektiv zu meistern. Natürlich ist es auch gut, wenn Anti-Venom und Spider-Man Symbiont mehr rote Sterne haben, aber da würden wir auf die Orbs hoffen. Später kommen die X-Men hinzu. Im Ultimus Raid ersetzen sie die Symbionten auf jeder Lane. Auch im Krieg sind sie gegen viele Teams einsetzbar. Wir haben so viele Kontervideos dazu aufgenommen, schaut dafür gerne mal auf unsere Website vorbei oder scrollt ein bisschen hier in den Videos und da werdet ihr schnell fündig. Das Shadowland-Team ist ein weiteres und das letzte vollständige Team auf unserer Liste. Ron ist sogar der Meinung, dass es aufgrund der unverhältnismäßigen Angriffsstärke und Einsetzbarkeit gegen beinahe jedes Team irgendwo in den Top 3 Kriegsteams für den Angriff positioniert ist. Dieses Team ist aber auch sehr teuer. Es gibt 2 Charaktere, die ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht farmen könnt und sie benötigen sehr viele K4, damit sie richtig harmonieren und wirklich hohe Punchkraft erreichen können. Aber man kann zu diesem Team sagen, wenn ihr diese Charaktere habt, auf gute 5 Sterne alle Charaktere und die K4 einsetzen könnt und wollt, dann habt ihr ein Top-Angriffsteam. Jetzt folgen nur noch weitere einzelne Charaktere oder halbe Teams. Emma und Mr. Sinister sind Teil der Marodeure. Oft findest du sie in der Kriegsverteidigung, aber auch in der dunklen Dimension haben wir sie empfohlen. Red Guardian und Zemo sind in vielen Bereichen und vor allem flexibel einsetzbar. Der wichtigste Einsatz sind hier jedoch unserer Meinung nach die Greek Raids. Als letztes in unserer 5-Sterne-Rubrik ist Adam. Er ist der neueste legendäre Charakter und vervollständigt die Infinity Watch. Da er aber kein Schlüsselcharakter ist und er auch keinen großen Schaden macht, reichen bei ihm 5 rote Sterne. Jetzt sind wir bei den 6 Sternen und wir fangen mit Black Widow an. Sie kann so vielseitig eingesetzt werden, im Skeleton-Team oder bei den Avengern, auch in der dunklen Dimension und Doom Raid ist sie brauchbar. Aber dazu muss man sagen, es lohnt sich nur, sie zu befördern, wenn ihr sie tatsächlich in einem der genannten Teams oder Spielmodi benutzt.
Und genauso sieht es auch bei X23 aus. Sie ist Teil der X-Force, die den Krieg mächtig aufmischen können. Viele Teams können mit einem Punch-Up geschlagen werden. Außerhalb des Krieges wird sie jedoch weniger genutzt. Hast du also kein vollständiges Team oder möchtest es nicht nutzen, lohnt sich die Beförderung nicht. Ebony Maw und Thanos. Sie gehören zu der Black Order. Die Black Order hat die Arena und den Krieg über ein Jahr dominiert. Erst seit kurzem wurden sie durch die Infinity Watch abgelöst. Dennoch ist das Team in der Kriegsverteidigung oder im Angriff empfehlenswert. Ebony kannst du aber auch im Greek und Doom Raid und in der dunklen Dimension einsetzen. Ghost ist ein starker Charakter. Sie kann in vielen Teams Lücken füllen. Im Video Kriegsverteidigungs- oder Angriffsteams gehe ich genauer darauf ein, wo Ghost am besten eingesetzt werden kann. Black Bolt ist die Legende der Inhumans und ist dazu noch nötig, um Ebony Maw freizuschalten. Ihn findest du auch in der Verteidigung, aber neuerdings auch in neuen Mixteams im Angriff gegen die Heroes for Hire zum Beispiel. Er ist immer noch einer der besten 2 Charaktere gegen sich wiederbelebende Gegner. 6 Sterne sind hier immer noch gut investiert. Phoenix und Shuri sind 2 legendäre Charaktere, die besonders für Spieleinsteiger geeignet sind. Sie sind leicht zu bekommen und in der Arena, im Raid, im Krieg und in der dunklen Dimension empfehlenswert. Colin Ring und Misty Knight sind noch neuere Charaktere. Solltest du ein vollständiges Meat-Helden-Team mit genügend gelben Sternen haben, lohnt sich hier eine Beförderung auf bis zu 6 roten Sternen. Sie halten dadurch mehr aus und verursachen größere Probleme beim Gegner. Die Meat-Helden sind ein sehr starkes Kriegsverteidigungsteam. Longshot und Shatterstar. Sie sind Teil des X-Factor-Teams, aber auch außerhalb des Teams harmonieren sie gut. Sie sind im Kriegsangriff in vielen Kombinationen nutzbar und auch in der dunklen Dimension können sie eine zusätzliche Hilfe darstellen. Jetzt kommen wir zu den neuesten Charakteren im Spiel: Sam Wilson, Maria Hill und Sharon Carter. Mit diesen 3 ist auch Nick Fury wieder auf der Liste. 6 rote Sterne werden das gesamte Team verstärken und sind somit besonders im Raid für die Geschicklichkeitsknoten ein Upgrade. Mit dem Blick in die Zukunft ist das Team ergänzt um zum Beispiel Kestrel, aber auch im Krieg eine nicht zu ignorierende Größe. Bevor wir auf die letzten und aktuell stärksten Einzelcharaktere eingehen, kommen wir nochmal zu den Infinity Watch zurück. 3 Charaktere haben wir mit einer 6 rote Sterne Beförderung markiert. Das Team ist in der Arena, im Kriegsangriff oder Verteidigung einsetzbar und auch in den Greek Raids ist es ein Traum. Eine Beförderung auf bis zu 6 roten Sternen ist hier sinnvoll, wenn ihr alle Charaktere gleichermaßen stark habt. Habt ihr alle Charaktere auf 3 Sterne, lohnt sich selbst eine 6 rote Sterne Gamora nicht. Sie kann die Kämpfe nicht alleine gewinnen. Entweder alle auf 5 bis 6 roten Sternen oder lieber keinen. Und nun kommen wir zu den 2 stärksten Charakteren im Spiel. Beide Charaktere haben ohne Geldeinsatz noch einen geringen Sternenrang. Sie sind jedoch jetzt schon in nahezu allen Spielmodi einsetzbar und krempeln viele Teams um. Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen wir, keinen Charakter auf 7 rote Sterne zu befördern, außer ihr habt Kestrel mit 7 gelben. Sie ist der einzige Charakter, bei dem es sich unserer Meinung nach lohnt. Ich hoffe, ich konnte dir nun etwas mehr Übersicht für die erstellte Grafik geben. Wenn du weitere Fragen hast, schreib uns gerne. Wir freuen uns immer auf dein Feedback. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.